Hallo, schönen guten Tag. Hi. Wir sind zwei Piranhas und wir unterhalten uns über Computerspiele und zwar über alle. Alle Spiele von der Welt. So, ja. All Games of the World heißt das. Das heißt, wir zocken auch alles, ne? Oder? Das ist jetzt die interessante Frage. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja, zu dem Thema. Wenn du schon alles irgendwie, du bist Spieler, Gamer, was hast du denn alle für Spiele? Oder wie viel hast du, ne? Wie viele Spiele hast du eigentlich? Und die haben Folgendes gesagt. Analog oder digital? Digital. Zu viele. Also ich würde mal behaupten, mehr als 300. Keine Ahnung, auch viel zu viele, wovon ich 99,9% nicht gespielt habe, leider. Dank jahrelanger Summer Sales und auf Steam und meinem Account, den ich seit meiner Schulzeit habe, denk mal weit über 200 auf jeden Fall. Ja, ich habe auch schon eine ganze Menge, ne? Ich habe ja auch schon sehr früh gesammelt hier, ne? Vor allem hier diese ganzen Sachen, ne, wo wir schon eine Picada haben, ne? Haben wir hier das tollste, meiner Meinung nach, ja, tollste Spiel von Star Trek ist Final Unity, ja, Star Trek Adventure, damals produziert von, wie heißen die, Spectrum Holobyte, keine Ahnung, ja, wer das ist, ja, aber das war ein super tolles Adventure. Das kann man sogar, also Adventure sind ja immer sehr zeitlos, ne, finde ich. Die kann also auch, ne, es gibt ja auch heute so Spiele, die mit einer Pixelgrafik noch rauskommen oder so. Das kann ich wirklich empfehlen. Das macht wirklich Spaß. Mit Mr. Worf muss man dann mit der Enterprise irgendwelche Romulaner wegballern und Klingonen und so. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Also ich habe mir da schon die Zähne dran ausgebissen. Aber das Spiel, da darfst du auch ihm sagen, so Mr. Worf macht das von alleine. Ich möchte nur den Adventure-Part spielen. Und das habe ich auch meistens gemacht, ja. Also von dem Spiel ein Remake, glaube ich, wäre sogar richtig geil. Das stimmt. Und Ja. das ist jetzt so alt, dass sich das richtig lohnen würde. Ja. Gut, wir können ja mal bei Holobyte anrufen. Vielleicht machen die ja noch mal einen. Ne? Wer weiß da das. Gibt's die noch? Gibt ja auch noch andere Star Trek-Spiele. Ne? Aber Das Interessante heutzutage ist ja, mit den ganzen Plattformen auf dem PC oder auf den Konsolen, dass viele Leute dort ja Spiele horten in Listen. Klassiker, Steam. Ja. Und da kriegt man dann auch noch irgendwelche Spiele in Sales oder in irgendwelchen Bundles oder irgendwie kriegst du dann irgendwo was geschenkt oder hast es gewonnen oder hast du sonst irgendwas. Und das heißt, da sammelt sich dann irgendwie so eine Spieleliste von Spielen, die du teilweise gar nicht aktiv für dich jetzt gekauft hast, um es direkt zu spielen, sondern auch, weil es einfach da reingewandert ist. Darum haben viele Leute auch, wie wir gerade gehört haben, Also die sind schon instant Karteileichen. das ist Die jetzt sind nicht mal Pile of Shame, ne, sondern sind schon direkt Karteileichen. irgendwie schon, aber das ist auch die interessante Frage. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, worauf habe ich denn jetzt mal wieder Bock? Gucke ich dann zuerst in meine Steam-Liste und zu gucken, was da vielleicht noch so rumgammelt und ich weiß da gar nichts von. Vielleicht habe ich total geile Spiele zu Hause und raff das überhaupt nicht. Oder gucke ich dann gleich in den Shop und ignoriere meine Liste und guck dort, ob ich irgendwie was Neues finde. Also der Trend geht tatsächlich dahin, die Spielerschaft macht das tatsächlich so, ja, den Backlog-Katalog abzuarbeiten. So würde ein Producer das nennen, ja. Das heißt also, der Trend geht momentan dahin, tatsächlich unheimlich viele Spiele nachzuholen. Ja, die im Sale sind oder so, dass man eher sagt so, okay, was soll ich mir jetzt ein neues Spieler kaufen oder so? Es gab so viele Spiele, weil es gibt ja so viele Spiele mittlerweile, ja, die auch gut sind, ja. Und die auch zeitgemäß noch sind und solche Dinge, ja. Das heißt, irgendwie 2 Jahre alte Spiele sind ja Ewigkeiten her. Naja, kommt drauf an, was für eine Art Spiel du spielen möchtest. Wenn du eine ganz bestimmte Art Spiel spielen möchtest, ja, ist dir vielleicht die grafische Qualität jetzt vielleicht nicht so wichtig wie bei einem Shooter oder so. Wenn du mit dem aktuellsten Shooter machst, ist immer die aktuellste, tollste High-End-Grafik da drin oder so. Ja, dann sagst du dir, okay, finde ich gar nicht so wichtig. Hauptsache das Gameplay und das interessiert mich und so und das, wieso, es sieht doch nett aus, ist okay. Und das sind auch die meisten Spieler, die das so sehen. Und darum ist das so, dass sehr viele Spieler jetzt sagen, okay, ich gucke mir mal an, was ist denn so in den letzten 10 Jahren rausgekommen für Spiele, was ich noch nicht gespielt habe. Das ist noch nicht mal irgendwie den Pile of Shame abzuarbeiten, sondern einfach sich zu fragen, so mal, worauf hätte ich denn jetzt Bock?
Da gab's doch mal so ein Spiel irgendwie, so ein Multiplayer. Ich stehe doch auf Batman hier so irgendwie, ne? Kann man da nicht mal irgendwie die alte Kamelle noch mal? Ich habe jetzt Arkham Knight gespielt und so. Ach, guck hier, Origin. Ja, da habe ich noch nicht gespielt. Das ist ja noch ähnlich, ne? Ist gut gealtert, finde ich so, ne? Dann spiele ich das halt mal. Ne? Und wenn ich nicht an diesem komischen Bossgegner da hängen geblieben wäre, dann würde ich das immer noch zocken, so, ja? Ja, gibt so eine Stelle da. Naja, aber ist halt so, spielst halt die alte Kamelle. So, machen unheimlich viele Menschen momentan. Das ist ein Trend, ja. Ein anderer Trend, der geht dahin, tatsächlich sich ein Spiel rauszusuchen, ne? Und das exzessiv zu spielen und darauf dann irgendwie die ganze Zeit, wenn ich spiele, dann spiele ich das. Bei uns ist es zum Beispiel, unser Guilty Pleasure ist Phasmophobia. Das ist ein Spiel, was sich immer weiter entwickelt, was immer weiter irgendwie entwickelt wird auch. Stimmt, und gepatcht wird und so weiter, ja. Das heißt, da gehen wir immerhin wieder hin zurück. Ja, wir gehen immer wieder zu Phasmophobia zurück und sagen so, komm, lass mal ein Multiplayer-Spiel spielen. Lass mal wieder Phasmo spielen. Dann spielen wir auch wirklich Phasmo. Ja. Obwohl es unheimlich viele Spiele dieser Art mittlerweile gibt, ja, die was Ähnliches gemacht haben, die teilweise Sachen verbessert haben, so, ja, und an anderen Effet da reingebracht haben, so, ne, zum Beispiel die Geister dann auch tatsächlich zu binden und zu vertreiben und solche Sachen. Das kannst du bei Phasmophobia gar nicht machen. Du kannst nur identifizieren. Ja. So, ja. Das gibt super geile Spiele da draußen. Spielen wir aber nicht, weil wir immer irgendwie sagen, so, da ist unsere Bubble, sagen wir, komm, lass mal wieder Phasmo spielen. Ne, weißt du, da geht der Trend hin. Da sind sehr viele Menschen, die dann irgendwie, und dann ist es auch für einen Entwickler sehr schwierig, dann irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, hör mal, ich habe hier aber was ganz Neues, das ist ganz toll. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Das heißt also, die Spiele werden tatsächlich auch immer mehr, auch in den Schränken, weil die Menschen wirklich auch ältere Spiele nehmen, die dann da rein investieren da. Ne? Und ja, der Pile of Shame ist ja nicht. Das ist ja dann irgendwie so mein Repertoire, meine Möglichkeiten, die ich habe, ne? Die vergrößern sich immer mehr zusehends. Das ist aber ein schönes Wort dafür. Ja. Ja. Gut, ja. So. Und ja, gut, ich habe ja nicht immer Bock auf Western. So, ja. Red Dead Redemption 2 habe ich jetzt vor ein paar Jahren gespielt. Mhm. Und jetzt ist irgendwie nächster Teil wurde angekündigt und so, dann sitze ich da und denke mir, ach, wow, so ein bisschen Clint Eastwood hätte ich mal wieder Bock drauf. So, ja. Jetzt würde ich das spielen. Würde ich das auch spielen, wenn es dann rauskommt? Ich weiß ja nicht, wann es rauskommt. Ist ja irgendwann, ja, ist es angekündigt? Ich weiß es nicht so. Jetzt hätte ich Bock drauf. Jetzt ist es nicht da. Ja gut, gucke ich mir mal an, es gibt noch andere Cowboy-Spiele oder vielleicht spiele ich das alte Spiel nochmal. Ja. All Games of the World. Ist es denn so, dass man tatsächlich sich alles angeguckt hat in seinem Leben? Oder gibt es etwas, was du kategorisch ausgeschlossen hast, wo du sagst irgendwie, nee, da habe ich mich überhaupt nicht für interessiert? Naja, das ist so ähnlich wie beim Essen. Prinzipiell bin ich ja dafür, dass man alles mal probiert, bevor man sagt, mag ich nicht. Das heißt... Auch Surström. Ja. Auch Kurzfrucht. Insekten. Naja, dann kommen wir zum Thema Freiwilligkeit, ja. Wenn ich nicht in Not bin, muss ich verschiedene Sachen dann aber auch nicht zwingend, von denen ich weiß, dass sie schon eklig aussehen oder riechen. Aber ohne sie gesehen oder gerochen zu haben, würde ich sie jetzt erstmal nicht ausschließen. Ja, das ist halt so ein Lerneffekt. Also ich mag zum Beispiel nichts essen, was sich noch bewegt. Das finde ich ekelhaft. Was soll das? Und wenn irgendwas riecht, so wie, ach, lassen wir das. Nee, dann möchte ich das auch nicht essen. Weil warum sollte ich sowas essen wollen? Und so ähnlich ist das auch mit Spielen. Also prinzipiell würde ich erstmal alles ausprobieren, aber wenn ich einmal gelernt habe, das ist nichts für mich, dann greife ich da einfach nicht mehr hin. Also ich habe zum Beispiel einiges an Strategiespielen ausprobiert und hatte da auch durchaus Spaß dran, aber mittlerweile spiele ich das nicht mehr, weil ich viel mehr Spaß an Storyspielen habe, an spannenden Geschichten, an irgendwie und so eine Aufbaustrategie. Kann ich nachvollziehen, warum jemand da total lange sich da mit beschäftigt und warum einen das huckt, aber ich selbst würde es zum Beispiel nicht mehr machen. Also wenn, dann würde ich es tatsächlich auf meinem Tablet-PC, weil ich habe so irgendwie so eine Kommandozentrale wie auf der Enterprise, so ein Tablet-PC irgendwie an meinem auf meinem Sessel, das heißt, da läuft irgendwie auf dem großen Bildschirm spielen unsere Kinder da irgendwie Minecraft und du hast deinen Rechner da auf dem Wohnzimmertisch stehen, so, dein Laptop ist da am Spielen und so und ich habe dann halt irgendwie so meinen komischen Arm, den ich dann dahin gemacht habe, mein Tablet. Wenn ich da drauf dann so Spiele spielen kann, dann finde ich das schon cool. Die digitale Familie. Das ist wirklich schlimm, ne?
Also unser Sohn sitzt dann dabei auch noch in der Ecke und hat noch irgendwie YouTube auf seinem Handy, während der Kopfhörer trägt. Ja, das ist schon, wir sind schon ziemlich digitalisiert, ja. Ja, schon. Aber das sind auch Digital Natives, ne? Was will man erwarten? Ich meine, die Welt bleibt ja nicht stehen und Internet geht auch nicht wieder weg, ja. Nee. Das heißt also, man muss schon irgendwie Medienkompetenz dann auch irgendwie dann haben am Ende des Tages. Und wenn man das spielerisch erreichen kann, also umso besser, finde ich so, ne? Ja. Ja, also dann würde ich mir auch mal ein Strategiespiel angucken. Klar, sicher. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Die bezieht sich auf einen Elex 2 Glitch, aber ich glaube, die kann man auch verallgemeinern. Ich lese vor, warum habt ihr bei der PC-Version von Elex 2 denn den Golden Glitch weggemacht? Es macht bei weiteren Runs auch mal Spaß, wenn man einen solchen Glitch nutzen kann. Ich glaube, das kann man auch inhaltlich aufweiten, zum Beispiel auf Exploits oder auf, Sachen, die jetzt vielleicht nicht zwingend den Spieler beim Spielen stören, sondern wenn irgendwas reingerutscht ist, was ursprünglich nicht geplant war, was man dann irgendwie für sich nutzen kann oder was vielleicht ulkig aussieht oder solche Sachen. Warum macht man sowas dann weg? Also, da könnte man im Grunde genommen die Frage stellen, warum werden überhaupt solche Sachen dann wieder weggemacht, obwohl sie den Spieler nicht zwingend beim Spielfluss stören? Mhm. Und die Antwort darauf ist, weil sie ursprünglich nicht geplant waren und weil sie aufgefallen sind. Das heißt natürlich nicht zwingend, dass man sie dann wegmachen muss, aber wenn sie in diesen Exzenter des, was muss man denn alles patchen, reinwandern, dann wird's halt oft einfach gepatcht. Der eine reportet das ist ein Fehler, dann sagt der andere, mach ich mal eben weg und dann ist das weg. So. Ohne auf die Folgen zu gucken. Weil wenn es dann verbessert ist an der Stelle, ja, dann ist so ein Fehler, weil ein Glitch ist ja immer ein Fehler. Es war nur ein kosmetischer Fehler. Es ist ja der Unterschied zwischen einem Bug und einem Glitch. Glitch ist immer nur ein kosmetisches Problem. Das ist nicht wirklich schlimm, ja, aber es ist halt irgendwie, man sieht halt, es ist halt irgendwie ein Fehlerchen, so, ja, das ist ein Glitch. Und wenn man den wegmacht, ja, dann ist es ja eigentlich korrekt. So, ja, und es gibt halt Leute, die machen das dann einfach so, ja. Ach, so haben die das gefixt, ja gut, dann ist auch gut. So, ne? Ja. Machen wir uns nicht so viel Gedanken drüber, ob man jetzt irgendwie tatsächlich damit einige Spieler, sag ich jetzt mal, andere Regeln aufdrückt, ne? Oder Speedrunnern damit irgendwie das Leben schwer macht. Das ist jetzt irgendwie, wir spielen die Vanilla-Version, da ist der Glitch noch drin. Ja, solche Dinge. Das gibt's ja auch so, ne? Gibt's ja auch bei Speedrun irgendwie so, wir spielen die Vanilla-Version, weil die ist am meisten zerglitscht oder so, ja. Dann muss man das halt machen, ja. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr. Man kann gar keine Vanilla-Version mehr spielen. Wir kommen nicht auf Steam oder so, ne? GOG geht das, glaube ich, noch. Da kannst du, glaube ich, oder ist das auch automatisch? Weiß ich gar nicht mehr. Boah, das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht, wenn ich mich rechtzeitig vom Internet abgestöpselt habe. Ja, keine Ahnung. Wenn man es neu aufspielt, dann hast du keine Chance. Ja, ist so. Mhm. Tja. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Da fällt mir schon wieder Fallout 2 ein, ne? Wieso? Ja, weil Fallout 2 habe ich nie durchgespielt. Ich habe das nie geschafft. Bin immer am selben Bug hängen geblieben. Der blöde Roboter, der in der Ecke fährt und dann blub weg ist er. Mir ist es zweimal passiert. Okay, das ist blöd. Ja.